spontan entschieden, durchzufahren nach Gibraltar. Das heißt, das Flagge-Tauschen steht an. Wir sind gleich in spanischen Hoheitsgewässern. Da drin ist leckerer. Hier ist doof. Also hier läuft es in die Richtung und da unter Land läuft es in die Richtung. Wir haben jetzt spontan entschieden, durchzufahren nach Gibraltar. Das heißt aber auch spontan eine Nachtfahrt. Wir haben alles ausreichend an Bord, also wir werden nicht verhungern oder sowas. Das kann nicht passieren. Und es ist auch nicht unsere erste Nachtfahrt. Soweit eigentlich alles gut, aber wir fahren natürlich haarscharf an dem meist frequentierten Orca-Gebiet vorbei und das macht mir so ein bisschen Sorgen. Also ich glaube, die Nachtfahrt wird kein Problem werden, so für uns. Aber ja, also mich stresst das hier ein bisschen. Also mich stresst das, hier durchzufahren, aber wir haben keine Wahl, wir müssen hier vorbei, um ins Mittelmeer zu kommen und deswegen gab es die Alternative ganz nah unter Land oder ganz weit außen rum. Und jetzt haben wir uns, weil das Wetter einfach passt, dafür entschieden, ganz weit außen rum zu fahren. Also was ich schon mal gut finde, wir haben ein bisschen Wind. Ist nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Also wir fahren nur noch 4 Knoten, aber wir haben es ja auch nicht eilig. Und es ist kein Starkwind angesagt, das ist alles unproblematisch. Wir haben keine hohe Welle, das ist schon mal gut. Und wir sind auch ausgeruht. Wir haben heute Nacht ja gut geschlafen. Und ja, ich denke, dass das ganz gut gehen wird. Die Operation Nachtschicht steht an. Die Sonne wird in ein paar Minuten untergehen. Wir sind gute 30 Meilen vor der Küste mittlerweile und ja, steuern ein bisschen, also was heißt ein bisschen, wir steuern eine Ecke vom Verkehrstrennungsgebiet an, müssen aber ein bisschen außerhalb bleiben, weil noch ein Schießgebiet dort reinragt, wo morgen früh ab 5:30 Uhr geschossen wird. Und da müssen wir ein bisschen dran frei bleiben. Wir haben uns jetzt einen Wecker gestellt auf 5, dass wir nochmal checken, wo wir genau sind, dass wir da nicht reingeraten, haben aber auch den Kurs so gesteckt, dass eigentlich nichts passieren dürfte. Ja, wir sind mittlerweile nur noch unter Genua unterwegs, haben das groß weggenommen, weil der Wind vorhin achterlich kam und wir jetzt in die Nacht gehen und er soll auch im Laufe der Nacht über das Heck durch auf die andere Seite gehen. Und ja, dann sind wir nur mit der Genua im jetzt Moment besser aufgestellt. Das Flagge-Tauschen steht an. Wir sind gleich in spanischen Hoheitsgewässern. Wir fahren jetzt in die Nacht. Ich wollte eigentlich nicht
im Orca-Gebiet ja nicht nachts fahren, aber ja, es ließ sich jetzt irgendwie nicht umgehen, auch aufgrund der Schießgebiete, die sind. Das eine ist, oder beide sind eigentlich so ziemlich auf dem Weg, den wir eigentlich fahren wollten. Und jetzt fahren wir halt nachts und ziemlich weit draußen. Und Christoph sagt, das geht alles gut. Und jetzt hoffen wir mal, dass es so ist. Und wie man ein bisschen sehen kann wahrscheinlich, wir haben jetzt auch mehr Dünung als vorhin, weil wir eben deutlich weiter draußen sind. Aber es ist noch recht angenehm, finde ich. Also meine Nachtwache geht langsam zu Ende. Jetzt ist es 4:30. Es war eine relativ ruhige Nacht. Wir sind fast die ganze Zeit unter Genua gefahren und ich habe erst vor einer halben Stunde dann den Kurs ein bisschen neu gesteckt. Wir sind jetzt so weit rausgefahren, dass wir um das Schießgebiet auf jeden Fall drumherum kommen und auch außerhalb aller Schutzzonen für die Orcas, wobei die Schutzzonen sind noch nicht eingerichtet, aber die zeigen eben an, wo die Orcas sich aufhalten. Und man sieht es auch, also hinter mir, könnt ihr jetzt nicht sehen, sind mehrere Trawler, aber in einer großen Entfernung, also so ja, 10, 15 Meilen. Und die fischen Tuna, also Thunfisch, und dort sind die Orcas. Also die meisten Orcas. Hier, also Segler habe ich nur einen gesehen, kam mir heute Nacht einer entgegen und ein Freizeitboot, so 20 Meter lang, kam von Achter aus an mir vorbei. Ich weiß aber nicht, was das war, Motorboot oder Cut oder was auch immer. Kann ich nicht definieren, also relativ wenig los hier. Und ja, genau, jetzt haben wir vom Groß die Hälfte draußen, die Genua ist ganz draußen und fahren so um die 5 Knoten. Am halben Wind mittlerweile, nördlichen Wind, das heißt, der wird sich dann vor der Straße von Gibraltar wahrscheinlich zu einem achterlichen Wind entwickeln. Und jo. Ja, jetzt ist, keine Ahnung, 8 oder so und seit 7 läuft jetzt die Maschine. Wir haben keinen Wind mehr. Wir hatten noch 3 Knoten, 3 Knoten Wind, echten Wind, als ich die Maschine angemacht habe. Und wir haben auch die ganze Nacht durch nur einen Schnitt von 4,2 gehabt. Das war einfach zu wenig Wind. Und ja, jetzt tuckern wir vor uns hin. Ich bin froh, dass die Nacht rum ist. War anstrengend. Ich habe mich dann irgendwann mal hier unten im Flur einfach mal, also in der Küche einfach mal für 20 Minuten hingelegt, als Radar und AIS komplett leer war, als da gar nichts war. Ich durfte mich unten reinlegen. Für mich ist die Nachtfahrt in Kombination mit Orca zu stressig. Wir sind jetzt Höhe kurz hinter Cadiz. Jetzt, ja, mal gucken, ne? Jetzt hoffen wir, dass wir den Rest gut durchkommen. Da drin ist leckerer. Hier ist doof. Mal gucken. Stresst mich immer noch.
nicht bei Christoph. Es ist jetzt Mittag, passiert einfach nichts Spektakuläres, worüber wir sehr froh sind. Wir sind immer noch unter Motor. Der Wind hat zwar ein bisschen aufgefrischt, aber der kommt jetzt natürlich direkt auf die Nase. Wir kämpfen so ein bisschen mit Zeitzone und Strömungskarten. Gibraltar hat ja so eine ganz spezielle Strömung, wo es die am Rand in die eine, in der Mitte in die andere Richtung geht und zwischendurch noch unterschiedliche Stärken hat. Und da kämpfen wir jetzt gerade mit den Karten. Da merkt man mal wieder, wie verwöhnt man ist mit online. Wir haben hier ja noch kein Netz, kommt ja bald, da vorne ist schon Afrika und Spanien auf der anderen Seite. Aber im Moment sind wir noch offline und das ist natürlich jetzt ganz spannend, da die Informationen zusammenzusuchen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir sind hier in der Straße von Gibraltar und wir haben gerade versucht, uns schlau zu machen mit den Strömungen, wie das ist, und haben es nicht so ganz verstanden. Aber man kann sie richtig sehen hier. Da, wo ich jetzt bin, da ist kaum Welle, aber irgendwie so große Bewegungen drin. Und da dreht sich das Wasser irgendwie, wird verwirbelt, und da hinten ist es klein und kabbelig und läuft in die andere Richtung. Also hier läuft es in die Richtung und da unter Land läuft es in die Richtung. Total faszinierend. Aber ich fahre jetzt mal um den Kardinal drumherum. Ich glaube, das ist besser. Mir ist kalt. Das sieht man. Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Ich komme ins Mittelmeer und mir ist kalt. So, fertig.
gesagt, hinter mir liegt Gibraltar und da drüben ist Marokko. Wir sind im Mittelmeer. Juhu. Keine Orcas mehr. Erstmal. Nur blöde Fischer. Nur nette Fischer. Wir haben endlich Gibraltar erreicht. Wenn man daran denkt, dass die großen Kreuzfahrtschiffe das in 3 Tagen oder 4 Tagen schaffen von Hamburg und wir halt 8 Monate gebraucht haben, ist das ganz schön lang. Aber es war eine tolle Reise bis hierher. Jetzt sind wir endlich im Mittelmeer. Es geht weiter und das nächste Mal zeigen wir euch Gibraltar. Mich hat Gibraltar wirklich fasziniert. Ich fand das sehr, sehr spannend. Deswegen seid das nächste Mal wieder dabei. Und bis dahin seid ihr natürlich gut aufgehoben auf Instagram und Facebook. Dort gibt es immer Neuigkeiten von uns. Und für diesen Kanal bitte abonnieren und Kommentar hinterlassen und natürlich die Glocke anmachen. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.